In dem heutigen Video geht es um unsere elektrischen Gurtwickler, unsere Rollothron-Geräte. Ja, wir zeigen dir die unterschiedlichen Varianten und stellen dir auch die einzelnen Funktionen der Geräte genau vor. Ja, damit du später genau weißt, welches Gerät das Richtige für dich ist. Ja, ich würde sagen, wir haben einiges vor, also los geht's. Bevor wir uns um die Geräteauswahl kümmern, erst einmal die Frage, wozu brauche ich eigentlich elektrische Gurtwickler? Ja, Frank, du benötigst elektrische Gurtwickler, damit du nicht jeden Tag durch dein gesamtes Haus laufen musst, um deine Rollläden von Hand zu öffnen oder zu schließen. Okay, dann haben wir verschiedene Modelle hier auf dem Tisch. Aufputz, Unterputz, was brauchen wir? Aufputz oder Unterputz, das checkt ihr zu Hause ab. Da könnt ihr ja ganz genau sehen, ob euer mechanischer Gurtwickler Aufputz oder Unterputz montiert wurde. Nächster Punkt, Zugkraft. Ja, die normalen Gurtwickler, die wir hier sehen, die haben bereits eine Zugleistung von bis zu 45 Kilo. Und das bedeutet, mit diesen Geräten könnt ihr Rollladenflächen bis zu 6 Quadratmeter öffnen und schließen. Das ist wirklich schon eine ganze Menge. Die Geräte wickeln bis zu 6,2 Meter Gurtband. Und wenn das in seltenen Fällen mal nicht reichen sollte, gibt es ja sogar noch unsere Power-Variante. Die hat 60 Kilo Zugleistung und wickelt bis zu 12 Meter Gurtband. Die Aufputzgeräte sind für Rollladenflächen bis zu 5 Quadratmeter geeignet und wickeln 4 Meter Gurtband auf. Ja, und Gurtbandlänge ist der nächste Punkt. Ja, Gurtbandlänge ganz schnell und einfach ermittelt. Ihr lasst den Rollladen herunter und messt dann den Teil des Gurtbandes, der ja normalerweise in der Wand verschwindet. Unsere Rollothron-Gurtwickler gibt es für 23 mm Gurtbandbreite und für 15 mm Gurtbandbreite. Solltet ihr ein Gurtband von 15 mm Breite eingesetzt haben, benötigt ihr eine Mini-Gurt-Variante. Die Gurtwickler passen so ziemlich in jedem Gurtkasten. Ihr solltet aber auf jeden Fall vorher einmal die Einbaumaße abchecken. Ja, dann wissen wir jetzt schon mal, welche Variante ihr so ungefähr benötigt, und die Funktion der Geräte, die schauen wir uns jetzt im Einzelnen etwas genauer an. Unsere Gurtwickler gibt es grundsätzlich mit Funkempfänger und ohne Funkempfänger. Die Geräte mit Funkempfänger erkennt ihr daran, dass Smart im Namen drin steht. Wenn ihr von vornherein schon wisst, dass ihr eure Gurtwickler nie mit Fernbedienung steuern wollt und auch keine Smartphone-Steuerung haben möchtet, dann seid ihr bei diesen Geräten, die wir jetzt vorstellen, genau richtig, und da fangen wir jetzt ganz vorne an. Genau, unser Rollothron Pure. Dieses Gerät verfügt über die Memory-Funktion, das heißt, ihr seid einmal zur gegebenen Uhrzeit am Gerät, drückt eine Tastenkombination und dieses Gerät wiederholt dann im 24-Stunden-Rhythmus den Öffnungs- oder Schließbefehl. Das ist wirklich simpel. Ganz einfach gemacht, ja. Und genauso simpel geht es weiter bei unserem Classic-Gerät. Der hat nämlich genau die gleiche Funktion, also auch diese Memory-Funktion, aber zudem noch die Möglichkeit, einen Sensor anzuschließen. Das heißt, wenn die Sonne scheint, fährt das Gerät runter bis zum Sonnensensor und schließt auch abends den Rollladen, wenn es dunkel wird. Ja, unser Rollothron Premium, da habt ihr schon ein paar Einstellmöglichkeiten mehr. Das Gerät verfügt über ein Wochen- und Wochenendprogramm. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, die Astro-Funktion zu nutzen. Das heißt, ihr hinterlegt eure Postleitzahl und das Gerät weiß automatisch, wann es morgens hell und abends dunkel wird. Eine Zufallsfunktion könnt ihr auch aktivieren. Zudem hat das Gerät auch einen Anschluss für einen Sensor. Ja, und dann kommen wir zu den Aufputzgeräten. Hier gibt es auch eine Pure-Variante. Die hat genau die gleiche Funktion wie unser Unterputz-Pure-Gurtwickler, also auch diese Memory-Funktion. Einmal die Tastenkombination drücken und dann arbeitet das Gerät im 24-Stunden-Rhythmus. Unser Rollothron Aufputz Premium verfügt auch über das Wochen- und Wochenendprogramm, hat auch die Zufallsfunktion und ihr habt auch die Möglichkeit, einen Sensor anzuschließen. Ja, dazu sei noch gesagt, alle Geräte haben eine Hinderniserkennung und eine Blockiererkennung. Also wenn diese Geräte mal auf einen Gartenstuhl zum Beispiel einen Rollladen schließen würden, erkennen die Geräte das Stoppen, und genauso würden sie auch einen festgefrorenen Rollladen erkennen, wenn das Gerät blockiert. Ja, dann geht es jetzt weiter mit unseren smarten Geräten mit Funk. Wir haben umgebaut. Auf dem Tisch sieht man jetzt die Funkvarianten, die sich rein optisch erstmal fast gar nicht unterscheiden, aber
Jedes dieser Geräte hat einen eingebauten Funkempfänger und das bedeutet, ihr könnt die Geräte zum Beispiel an unserem Gateway Premium anmelden und dann habt ihr die Möglichkeit, jederzeit mit dem Smartphone die Geräte von zu Hause oder sogar von jedem Punkt der Welt aus zu bedienen. Ihr könnt in Kombination mit dem Gateway Premium auch jedes Gerät per Sprachsteuerung bedienen, entweder über Alexa oder per Google. Ihr könnt natürlich auch einfach eine von unseren Fernbedienungen nehmen und die Geräte anmelden und so habt ihr die Möglichkeit, jederzeit vom Sofa aus bequem eure Rollläden zu steuern. Ja, jede Menge Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Dann fangen wir mal mit den ganz einfachen Geräten an. Unser Rollotron Pure Smart, Classic Smart und Pure Smart Aufputz sind reine Empfangsgeräte. Das heißt, wenn ihr mit Hebe- und Senkzeiten arbeiten möchtet, braucht ihr in Kombination immer ein schlaues Gerät, wie zum Beispiel unser Gateway Premium. Wenn ihr eine Sonnenautomatik umsetzen möchtet, dann meldet ihr ganz einfach unseren Sonnensensor Smart an. Ein Hinweis noch zu unserem Rollotron Pure Smart und Classic Smart. Den Pure Smart gibt es nur in der 45 Kilo Variante, den Classic Smart gibt es in der Power- und Minigurt-Variante. Ja, und dann kommen wir jetzt zu dem Premium-Gerät, mein Lieblingsgerät. Denn mit diesem Gerät habt ihr wirklich alle Möglichkeiten. Ihr habt alle Kombinationen oder alle Schaltmöglichkeiten, die Yvonne gerade schon erklärt hat. Wochenprogramm, Wochenendprogramm, Zufallsfunktion, Astrofunktion. Das heißt, auch diese Geräte wissen, wann es morgens hell und abends dunkel wird. Ihr könnt einen Sensor einstecken, um die Geräte per Sonne zu steuern. Ihr könnt natürlich auch den Sonnensensor Smart anmelden. Und der Riesenvorteil ist, diese Geräte könnt ihr als Zentrale nutzen. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel im Erdgeschoss 6 Rollläden habt, kauft ihr euch 5-mal ein einfaches Gerät und nutzt das Premium-Gerät als Zentrale. Alle Schaltzeiten, die hier eingestellt werden, werden dann an die angemeldeten Geräte übertragen und ihr braucht nur ein Gerät programmieren. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Fazit. Ich glaube, wir sind uns da einig. Wir sind Fans von den smarten Geräten. Allein die Bedienung über unsere HomePilot-App aus der Ferne ist wirklich richtig smart. Ja, ich habe meinen Favoriten ja sowieso schon gekürt mit dem Premium Smart. Aber auch die Geräte ohne Funk haben natürlich ihre Berechtigung, denn die können natürlich auch vollständig programmiert werden. Und gerade wenn man an ältere Personen denkt, ist natürlich so ein elektrischer Gutwickler eine echte Erleichterung, gerade hier mit den großen Bedientasten. Wir hoffen, dass wir dir mit diesem Video bei der Auswahl des richtigen Rollotron-Gerätes weiterhelfen konnten. Ja, damit du keines unserer Videos mehr verpasst, bitte hier auf den Abonnieren-Button klicken. Wir sagen für heute vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!